Hallo zusammen! Ja, ihr seht mich ein bisschen im Dunkeln, weil ich traue mich jetzt nicht in die Sonne rein. Mir ist irgendwie total heiß. Also hier heiß, hier Schatten. Das Haus ist ja so konzipiert, dass hier sehr viel Schatten ist. Und ja, da habe ich mir gedacht, so bleibst du lieber im Schatten. Die Hitze ist einfach viel zu heftig. Ich habe lange Zeit kein Finanzvideo mehr gemacht. Und ich habe mir überlegt, so monatlich auf jeden Fall mal ein Finanzvideo rauszubringen. So, ich habe letztens in den ganzen Finanzvideos immer ein Tagdatum genannt, aber das ist Bullshit. So viele Videos kann ich gar nicht machen. Deswegen, und so viele Ereignisse gibt es ja auch gar nicht. Aber so ein Turnus von einmal im Monat ist, glaube ich, angebracht. Denn ich habe jetzt gerade, habt ihr wahrscheinlich im Short gesehen, habe ich schon ein paar Sachen angekündigt gehabt. War eigentlich gar kein Video wert gewesen. Aber die Ereignisse sind haben sich ein bisschen gehäuft. Und denke mir dann, okay, Shorts nutze ich jetzt demnächst nur noch so für kurze Statements, wo ich gerade bin, was ich gerade mache und News, die gerade anfallen. Aber die News überschlagen sich natürlich und deswegen habe ich mir gedacht, machst du jetzt mal ein Video darüber, ein Finanzvideo. Ich hatte mal kurz erwähnt gehabt in den Shorts, ja, die Zentralbank hat erhöht auf 15%. Und diverse WhatsApp-Nachrichten kamen schon rein. Was sagt deine Glaskugel? Ja, ich habe die mal ein bisschen poliert und ja, ist trübe die Aussichten. Also glasklar sehe ich gar nichts drin. Sagen wir so, eigentlich war angedacht gewesen 25% Leitzinserhöhung. Das ist eine drastische Erhöhung gewesen. Letztendlich sind es dann nur 15% geworden. Das hat leider dazu geführt, dass der türkische Lira weiter an Schwäche verloren hat, an Stärke verloren hat, sagen wir so. Und das ist der Grund auch, weil es so zaghaft vorgegangen worden ist der Lira halt wieder gefallen, ne? Weiter gefallen, schwächer geworden. Hätte die Regierung, Zentralbank, sage ich jetzt mal, auf 25% auf einen Schlag erhöht, ja, das ist ja so wie in Europa, du erhöhst die Zinsen von 0 auf 5%, ja, das ist einfach zu katastrophal. Die Wirtschaft muss das alles ein bisschen verdauen, es muss sich justieren, das geht alles nicht so einfach. Deswegen macht ja auch die EZB oder die amerikanische Fed macht ja ihre Schritte 1% maximal, 0,5, 0,25, immer so häppchenweise, Monat für Monat und die steigen dann so langsam alles, ja, damit die Wirtschaft dann auch ein bisschen klarkommt damit. Du kannst der Wirtschaft nicht zumuten, auf einen Schlag so einen Riesensprung zu machen. Deswegen an alle, die erwartet haben, 25%, geht nicht. Nicht möglich. Macht keine Zentralbank der Welt auf einmal so einen krassen Sprung zu machen. Wobei die Türkei ja schon mit nahezu 100% ja erhöht hat. Ja, das ist schon eine Menge, was die Wirtschaft jetzt erstmal verdauen muss. Ist leider nicht so viel nicht so viel geworden, wie erwartet worden ist. Aber was willst du da machen, ne? Langsam. Das geht nicht so einfach. Ja, das macht sich aber jetzt auch jetzt in den Preisen mal wiederum bemerkbar. Komme ich aber gleich zu. Momentan noch die Inflationsraten von Türkei. Die haben im Gegensatz vom letzten Monat auf diesen Monat von 43% auf 39% senken können. Offiziell gesagt. Und das Ziel, in den einstelligen Bereich zu kommen, hat sich noch nicht verändert und wird weiterhin angestrebt. Ich hoffe mal, jetzt ist ja der Kurssprung um 6% irgendwie verfallen. Ich hoffe mal, damals hatte ich ja in den währungsgeschützten Videos, hatte ich ja eine Warnung ausgesprochen gehabt, dass das eine Falle ist, definitiv eine Falle ist. Ich hatte ja damals mit 100 € den Spaß mal gemacht, 3 Monate lang angelegt, ne?
und wollte einfach mal sehen, was aus diesen 100 Euro wird. Und wie ihr wisst, waren es dann halt nur noch am Ende 96 Euro währungsgeschützt gewesen. Wer natürlich höhere Summen angelegt hat, der ist so richtig in den, ne? Naja, was willst du machen? Das ist halt so die Falle. Ach, da fällt mir ja noch ein, ne? Letztens, das war vorgestern gewesen, hat mich die Ich-Bank angerufen und meinte so am Telefon, hey, Sie haben doch noch ein paar Euros rumliegen, ne? Wie wär's denn so? Ein bisschen währungsgeschützt, eine ganz tolle Sache. Da habe ich gesagt, gute Frau, ne? Haben Sie das Produkt mal selber ausprobiert? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, so, bitte, verkauf mir nicht irgendeinen Scheiß, was du selber noch nicht ausprobiert hast. Das ist der größte Blödsinn, den es gibt. Das ist eine Falle, habe ich ihr gesagt. Verkauf mir nicht so was, aber die anderen Kunden sind zufrieden gewesen. Da habe ich gesagt, das sind da dumme Kunden gewesen. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, was soll ich dazu sagen? Oder sagt mir mal, das würde mich jetzt mal interessieren, vielleicht bin ich ja total blöde, ne? Vielleicht ist es ein geiles Modell, ich weiß es nicht. Weil ich habe meine Praxis, die Theorie habe ich von allen Banken mir reingezogen, ja? Habe mir dann gesagt, okay, die sind ja so überzeugend mit ihren Zinsen, oh, so viel Geld und währungsgeschützt und Zinsen, einer toppt den anderen. Habe ich mir 100 Euro mal genommen, ne? Und habe gesehen, Theorie, Praxis, definitiv Unterschied. Habt ihr das auch mal gemacht? Eine ehrliche Meinung. Ich würde gerne mal von euch wissen, ob ihr dieses währungsgeschützte Modell angewendet habt. Mit 1000 Euro ist der Wert ist scheißegal. Ich möchte gerne mal eure Erfahrung wissen. Oder einen von euch, mit dem ich mal gerne diskutieren würde. Was hast du richtig gemacht und was habe ich falsch gemacht? Darüber würde ich gerne mal diskutieren. Kann doch nicht sein, ich verstehe es nicht, weil alle Banken sagen super. Aber gut, ich habe noch nichts Superes gesehen dabei. Ich möchte gerne mal eure Erfahrungen dazu sehen. Also beziehungsweise einer, der sagt, das ist super, mir Beispiele geben, so Zahlen, Fakten und ja, dann ich mal diskutieren kann und mal herausfinden kann, welche Bank korrekt ist, beziehungsweise es verstehen, was da falsch läuft. Ja, und heute, nachdem der Leitzins draußen ist, gibt es natürlich auch diverse Konsequenzen. Der Preis ist gefallen und wenn ihr mich fragt, was in der Zukunft sein wird, meine persönliche Meinung, mein Wunsch ist es natürlich, dass er weiter fällt. Damit schade ich keinen, weil die Preise werden ja eh angehoben. Denn in den ganzen Videos vorher, Mindestlohn habe ich schon erwähnt und die Konsequenzen müsst ihr euch mal anschauen oder auch nicht. Habe ich ja erwähnt gehabt, die Preise werden sowieso umgelegt. Egal, ob der Lira auf 100 ist oder nicht. Die Preise werden angepasst. Das ist in Türkei üblich. Und ja, muss man sich dran gewöhnen. Ne? Ich habe mich dran gewöhnt, deswegen erkenne ich das Ganze und sehe das Ganze auch so. Und wenn ich sage, der Preis kann ruhig fallen, schade ich keinen Menschen, weil die Preise werden eh angepasst. Für mich persönlich ist es natürlich schön, wenn er fällt, weil, ihr kennt ja die Videos von mir, sind die Kredite mein Ruin, ja? Könnt ihr euch auch gerne anschauen, weil für mich ist das nur ein Mehrwert, wenn der Lira fällt. Abgesehen von meiner persönlichen Meinung, ich hatte auch bevor die Leitzinserhöhung gestern beschlossen worden ist, hatte ich natürlich eine gewisse Angst gehabt, ne, dass der Lira gestärkt wird. Dann wäre nämlich mein Plan gar nicht aufgegangen, Geld zu sparen bzw. nicht mehr ausgeben zu müssen. Gut, jetzt war das halt ein bisschen zaghaft gewesen, die Erhöhung. Und ja, das ist dann halt so, wie es ist. Und ich freue mich dann jetzt erstmal, weil es nur mich betrifft. Was die Zukunft mit sich bringt, ich vermute, die Zentralbank wird nach 1-2 Monaten Verdauungsphase wieder an das Thema rangehen. Wer den Schritt einmal eingeläutet hat,
wird ihn auch weiterführen. Quasi wer A sagt, wird auch B sagen. Und deshalb wird in zaghaften Schritten wieder, also für türkische Verhältnisse zaghaft, ne, wird dann wahrscheinlich wieder erhöht werden. Ob es dann so weit kommt, dass der Lira auf einmal stark wird, das bezweifle ich erstmal. Ich kann in eine Glaskugel glotzen, so viel ich will. Es ist nur meine persönliche Meinung. Richtet euch nicht nach mir. Macht eure eigenen Erfahrungen. Ich sage auf jeden Fall, wenn das so weitergeht, wird er langsam weiter fallen. Meine Tendenzen liegen 30 bis 35%, also Quatsch, 30 bis 35 Lira zu Euro wird meine Prognose sein in den nächsten Monaten, also wenn die nächste Zinsentscheid kommt. Aber das kann ich ja nicht sagen. Woher denn auch? Denn ich weiß ja nicht, in welcher Höhe die Zentralbank das Geld erhöhen wird. Aber meine nächste Spanne für die nächsten Monate wird 30 bis 35 Lira pro Euro sein. Aber ich habe dann noch eine freudige Nachricht. Diese freudige Nachricht weiß ich nicht, wie lange sie standhalten wird. Größere Anschaffungen, beziehungsweise kleinere Anschaffungen. Ich habe früher bei der Metro immer geräucherten Lachs, ein halbes Kilo gekauft, geschnitten. Und das ist unser Wochenendfrühstück immer gewesen. Da haben wir uns immer Lachs zum Frühstück gegönnt, geräucherten. Anfangs war das so gewesen, da war da so das halbe Kilo bei 6 Euro. Ja, dann stieg er so auf 8 Euro, haben uns dann immer noch gegönnt. Aber dann Puffpeng war da bei 12 Euro der Lachs gewesen. Dann haben wir gesagt so, nö, zahlen wir nicht. Jetzt sind wir in den Genuss gekommen durch die Lira-Verfall, dass er jetzt bei 9,23 Euro ist. Und ich habe dann von der Metro gleich zweimal halb Kilo in den Einkaufswagen geschubst, in den Tiefkühler, und morgen früh werden wir dann Lachs frühstücken. Das haben wir schon seit Urzeiten nicht gemacht. Und werden wir uns einfach mal gönnen mit Zwiebel oben drauf und so und ein bisschen Süßchen. Ach, lecker wird das auf jeden Fall. Frau backt jetzt gerade Brot und das wird ein Schmaus, ein Wochenendschmaus wieder. Samstag, Sonntag. Ja, das ist, und bei Metro habe ich dann festgestellt, ich will ja unbedingt so eine Balkongarnitur haben. 20.000 bis 25.000 Tele kostet das Ding. Und die Preise sind noch geblieben. Das ist super geil. Das heißt, man hat eine ganz kurze Zeit. Ich weiß nicht, ob sie vor dem Opferfest, ob sie da die Preise noch anpassen werden, weil ganz viele Mitarbeiter schon wieder weg sind. Ich vermute mal, vor dem Opferfest werden keine größeren Preisveränderungen mehr stattfinden, weil das bedeutet ja, der ganze Laden wird ja umetikettiert, ne? Und das nimmt natürlich viel Personal in Anspruch. Deswegen, wer größere Anschaffungen haben sollte auf jeden Fall jetzt nochmal in den Laden gehen, sich mal anschauen, was er dann jetzt als Schnäppchen machen kann. Nach den Opfertagen, wird dann auf jeden Fall bestimmt die Preise wieder steigen. Ich muss mit meiner Frau noch mal reden, ob wir jetzt ein paar Anschaffungen vorziehen, was ich auf die lange Bank geschoben habe, denn die Gelegenheit ist jetzt gerade wunderbar, um endlich mal billig shoppen zu gehen. Billiger, war ja vorher ja alles super hoch gewesen. Und das ist dann, wenn es hoch ist, ein bisschen zurückkommt, da freut man sich natürlich. Ich muss doch natürlich mit ihr schnell das Ganze bequatschen und schauen, ob wir irgendwelche Anschaffungen tätigen können. In diesem Sinne will ich lange Rede, kurzer Sinn. Das war das Finanzvideo gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vielleicht könnt ihr das eine oder andere Schnäppchen machen. Bis dann, tschüss!